Es geht um das Zähneknirschen. Viele Menschen knirschen mit den Zähnen. Bruxismus nennt man das ja. Das gibt Abrieb, die Zähne brechen teilweise weg. Ja, und ganz viele Menschen tragen diese Beißschienen. Und die müssen natürlich, weil das nicht nachlässt, immer wieder erneuert werden. Jetzt fragst du dich, warum leiden so viele Menschen daran? Oft beginnt es leider schon in der Kindheit. Die Ernährung. Zu klein geschnitten, zu weich. Der Kiefer hat zu wenig zu arbeiten. Und warum müssen immer mehr Kinder Zahnspangen bekommen und die Zähne regulieren lassen? Oder meinen zumindest, das tun zu müssen. Weil der Kiefer zu klein bleibt. Wenn der Kiefer schon von Kind an zu wenig belastet wird, bleibt er zu klein. Das weiß man in der Zahnmedizin auch. Das Problem ist, dass dann das, was die Spange sozusagen in den Mund hinein drückt und für das Wachstum anders lenken will und von außen praktisch Einfluss genommen wird, das alles ist nicht entspannend. Ganz im Gegenteil, da bauen sich immer mehr Spannungen auf. Und diese Spannungen sorgen dafür, dass eben nachts das, was sich in der Muskulatur immer weiter aufstaut, dass der Muskel das loswerden will, indem er arbeitet. Ja? Also das, was beim Kauen zu wenig gearbeitet wird, weil die feste Nahrung nicht zu sich genommen wird. Ja, man beißt nicht in einen großen Apfel, man isst kein hartes Brot, alles ist zu wenig Arbeit. Und diese fehlende Arbeit, die wird nachts dann sozusagen rausgelassen im Sinne von Zucken, von Zusammendrücken, von Arbeiten, damit diese Energie raus kann. Wenn wir rein mechanisch den Mund aufmachen müssten, um in große Dinge zu beißen, und dann auch fest zubeißen, dann würde sich das von selber zumindest minimieren, dieses Problem. Aber das entfällt und das heißt ja nicht umsonst, du machst den Mund nicht auf. Viele machen den Mund nicht mehr auf, haben Angst um ihren Arbeitsplatz, weil der Druck zu groß ist, ertragen es, beißen stattdessen eher die Zähne zusammen. Also die psychische Komponente kommt zu der physischen Komponente, zu der körperlichen Komponente noch hinzu und verschlimmert das Problem immer mehr. Und die Ursache, die zu hohe Spannung in der Kaumuskulatur, ja, da wird nicht dran gearbeitet und deswegen wird auch das Problem nicht gelöst, sondern quasi nur nach hinten verschoben, indem man eben sagt, okay, wenn diese ganzen Spannungen sich austoben, dann möchte man zumindest verhindern, dass die Zähne leiden, dass sie nicht wegbrechen, dass sie nicht abgerieben werden und deswegen die ganzen Zahnschienen. Diese ganze Entwicklung nimmt in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt auf. Es gibt zwei hauptsächliche Muskeln, die da eine Rolle spielen. Der eine Muskel, der zieht hier praktisch runter, den spürt man auch beim Kauen, wenn man sich hier hinfasst, dann merkt man den genau. Und der andere geht von der Schläfe hier hindurch dort dran und die müssen halt nachgeben, wenn der Kiefer geöffnet wird. Und wenn diese beiden Muskeln immer weniger nachgeben können, dann geht eben der Mund immer schwerer weit auf und das gibt so einen Negativkreislauf, ja, der darin endet, dass über das Knirschen hinaus Kopfschmerzen auftreten, dass das Kiefergelenk geschädigt wird, in Mitleidenschaft gezogen wird, dass es Schmerzen gibt in dem ganzen Bereich, Spannungsschmerzen ohne Bewegung, Bewegungsschmerzen, all das hängt damit zusammen. Und diese ganzen Probleme werden ja unter dem großen Begriff CMD, Kraniomandibuläre Dysfunktion, zusammengefasst. Wenn hier alles zu fest ist, weil der Mund nicht geöffnet wird, was muss man tun? Man muss den Mund öffnen. Und es ist, fast nicht nachvollziehbar und fast unglaublich, was da passiert. Ja? Wenn man diese Funktion wiederherstellt, dann verschwinden viele der Schmerzen, viele der Spannungsgefühle, auch Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen. Es hängt ja alles zusammen, weil es dicht beieinander ist. Das baut sich immer mehr ab. Und auch das Knirschen baut sich immer mehr ab. Ich würde jetzt nicht gleich sagen, nach so ein paar Übungen, lass die Beißschiene weg. Die Gefahr ist viel zu groß, dass man eben trotzdem noch knirscht. Ja? Aber wenn man das Ziel am Horizont sieht, man möchte jetzt, weil man endlich mal die Ursache kennt, die darin besteht, dass hier alles zu kurz, zu gespannt ist. Ja? Wenn man diese Ursache kennt und weiß, was man dagegen tun muss, nämlich die entsprechenden Übungen machen und noch ein paar andere Dinge, die dabei helfen können, dann löst sich das, was sich vorher immer negativ weiterentwickelt hat, in einen Negativkreislauf, das dreht sich rum
und löst sich auf. Der Mund geht weiter auf. Die Spannung ist verringert. Die Faszie gibt wieder nach. Die Spannungen ringsherum lösen sich immer mehr auf, weil dieses Problem beseitigt ist. So wie es reinkommt, so kann ich es rausnehmen. Und wenn ich am Anfang viel übe und mehr rausnehme als reinkommt, ist es wie so ein Trichter. Oben kommt Spannung rein, unten lasse ich sie raus. Wenn ich weniger reingebe, als ich unten rausnehme, dann wird es immer weniger oder umgekehrt. Das ist der Negativkreislauf und der Positivkreislauf. Es kostet halt ein bisschen Zeit, aber man kann auch viel passiv tun. Und wie kannst du die Lösung jetzt umsetzen, den Mund immer weiter zu öffnen? Also im Alltag empfehle ich, iss Dinge, die groß sind. Ein großer Apfel, wo du weit öffnen musst und dann herzhaft reinbeißen kannst, was die meisten nicht mehr können. Mach das und übe das. Es ist wie ein Training. Iss auch mal älteres Brot, was schon fester ist, wo du einspeicheln musst und oft kauen musst. Ob der Kiefer dann noch größer wird, bezweifle ich, ja, weil das ist im Kindesalter schon passiert, ist wahrscheinlich vorbei, die Chance. Aber Zähne wollen ja auch belastet werden. Zähne wollen genauso belastet werden wie Knochen, wie unsere Muskeln, weil nur eine gewisse Belastung hält die Zähne gesund. Wenn immer nur Suppe gegessen wird und weich gekaut wird, dann werden die Zähne auch lockerer, weil sie einfach nicht mehr so halten müssen. Und auch da liegt das Geheimnis: Größe 8, kleiner 10, wie bei unseren Dehnungsübungen. Also man sollte belasten, aber natürlich nicht überlasten. Und das ganz bewusst angehen und nicht davor zurückschrecken, dass jetzt ein Brot, das ist das beste Beispiel, schon etwas älter ist. Ja? Weil man kann es meistens noch gut essen, weil es ist noch nicht verdorben. Aber man muss halt fest draufbeißen und oft kauen. Aber das ist genau die Arbeit, die dann nachts das Knirschen vermindern kann. Die erste Geschichte. Geschichte Nummer 2, natürlich die entsprechenden Übungen machen. Viel Spaß beim Üben, beim Abarbeiten der Spannung, auf dass du dich immer wohler und in deinem Kiefer fühlst. Bis zum nächsten Video. Ciao.